Vor etwa 50.000 Jahren machte der Erfindungsgeist des Menschen wieder einmal einen gewaltigen Schritt nach vorne. Pfeil und Bogen wurden erfunden. Damit wurde die Jagd grundlegend verbessert. Bald fand der Bogen auch seinen Einsatz in der Kriegsführung. Damit konnten größere Distanzen überwunden werden. In unserem Kulturkreis wurde die Bogenwaffe vor allem artilleriemäßig eingesetzt. Die Reitervölker Asiens, die auf der Suche nach Land nach Mitteleuropa drängten, benutzten den Bogen bei der leichten Kavallerie. Die asiatischen Reitervölker, die Hunnen, Awaren, Magyaren und später die Mongolen und Osmanen, schossen von ihren Pferden aus mit kurzen, geschwungenen, unwahrscheinlich leistungsfähigen Bogen, den Vorläufern der heutigen Recurve-Bogen. Im westeuropäischen Raum stellten die Engländer den effektivsten Bogentyp, den englischen Langbogen, her. Im ausgehenden Mittelalter wurde der Bogen von der Armbrust verdrängt, da diese wesentlich einfacher zu benutzen war und keine Spezialisten, wie sie Bogenschützeneinheiten darstellten, erforderlich waren. Die Technik des Schießens wurde bereits vor Tausenden von Jahren von den Persern, Chinesen, Ägyptern und Osmanen sehr ausführlich beschrieben, weil man erkannte, dass eine gute Technik im Umgang mit dem Bogen den Kampferfolg entscheidend beeinflusste. Auf historischen Abbildungen sind die verschiedensten Bogen- und Schießtechniken dokumentiert. Das Bild von Indianern, die mit Pfeil und Bogen Büffel jagen, ist bei uns eingeprägt. Durch so einen Indianer wurde der Bogen auch wiederentdeckt. Der letzte vom Stamm der Yanas, Ishi, war lebendes Forschungsobjekt eines Anthropologiemuseums in San Francisco. Von ihm lernte Dr. Sexton Pope, wie man Pfeil und Bogen benutzt und auch herstellt. Zusammen mit seinem Freund Art Young gelten sie als Begründer der Bogenszene in Amerika. Weitere herausragende Persönlichkeiten in dem sich entwickelnden Jagdbogensport in den frühen Jahren waren Howard Hill und Fred Bear. Glenn St. Charles ist der letzte noch lebende Bogenjagdpionier. Nachdem Anfang der 70er Jahre der Compound-Bogen große Popularität erlangte, gilt seit Anfang der 80er Jahre Jay Massey als der Begründer der Renaissance des traditionellen Bogenschießens. Traditionelles Bogenschießen ist aktives Erleben der Natur. Der traditionelle Bogensport führt uns zurück zu unseren Jäger- und Sammlervorfahren, deren Überleben zum großen Teil auch von ihren Fertigkeiten im Umgang mit dem Bogen abhing. In den meisten Kulturen wurden neben Materialien wie Knochen, Muscheln und im Feuer gehärtetes Hartholz Pfeilspitzen hauptsächlich aus Feuerstein hergestellt. Dazu wurden von Flintknollen mit einfachen Werkzeugen, wie hier gezeigt, flache Rohklingen abgeschlagen, die dann noch durch Retuschieren in meist dreizackige Pfeilspitzen gearbeitet wurden. Da geht das hier unten in so ein orientierungsloses Geflatter über, weil da ist nichts mehr. Ne? Und doch folgt er dann da unten wieder dem Grat, der hier rüber läuft. Die aus diesem Material gefertigten Klingen zeichnen sich durch ihre enorme Schärfe aus. Als Schaftmaterial für Pfeile benutzten die frühen Menschen bei uns meist Schösslinge vom wolligen Schneeball oder Hartriegel, da diese Materialien leicht und trotzdem enorm widerstandsfähig sind. Die Steinspitzen wurden mit Baumharzen, am besten mit Birkenpech, in den Schaft geklebt und anschließend mit Umwicklungen aus Tiersehnenfasern fixiert. Die Befiederung wurde ebenfalls mit Birkenpech aufgeklebt und gegen Ablösung mittels Sehnenwicklungen fixiert. Die Pfeilnocken wurden mit Wicklungen gegen Aufspleißen gesichert. Im Mittelalter wurden die Pfeilschäfte hauptsächlich aus Esche, Tanne, Ulme und Kiefer gefertigt.
Heute verwenden wir beim traditionellen Bogenschießen meistens Kiefer oder amerikanisches Port Orford Cedar für das Schaftmaterial. Beim traditionellen Bogenschießen verwenden wir je nach Einsatzgebiet die verschiedensten Pfeilspitzen. Die Form und das Gewicht der jeweiligen Spitzen orientiert sich nach Einsatz, Stärke des Bogens, dem Pfeilgewicht und zusätzlich bei Jagdspitzen nach dem bejagten Wild. Diese stumpfen Bluntspitzen werden beim sogenannten Roving, dem Training im Gelände, benutzt. Sie verhindern das zu tiefe Eindringen in das Ziel. Das ist eine Bluntspitze aus Hartgummi. Das ist eine Scheibenspitze, und zwar eine 3D-Spitze. Sie ist besonders scheibenschonend. Die Bulletspitze ist sowohl zum Scheibenschießen als auch fürs Roving geeignet. Zur Befiederung. Das ist die einfachste Art der Befiederung. Sie wird auch Lazy Indian genannt. Das ist eine Befiederungsform, die schon im Mittelalter verwendet wurde. Das ist eine Sexton Pope Befiederung. Die abgekappten Spitzen am Ende der Feder verhindern das Pfeifen des Pfeils während des Fluges. Diese Saubuckelfeder ist leise und stabilisiert durch seine große Federfläche sehr gut Pfeile mit Jagdspitzen. Die folgenden Federformen, Schild- oder Parabolform, sind die gängigsten Befiederungsformen und sind im Fachhandel erhältlich. Diese Befiederung wird an sogenannten Flu-Flu-Pfeilen verwendet. Sie bremsen den Flug des Pfeils stark ab und sind für Schüsse über den Kopf, zum Beispiel bei der Jagd auf Flugwild, geeignet und erforderlich. Hier wurden 4 unbeschnittene Federn angebracht. Man kann auch 6 Federn anbringen. Noch langsamer wird der Pfeil mit einer Feder, die spiralig um den Schaft gewunden ist. Zur Befiederung werden hauptsächlich Truthahnfedern verwendet, wobei bei feuchten klimatischen Bedingungen Gänsefedern sehr gut sind. Das ist ein Snap-on-Knock. Er rastet auf der Sehne ein. Das ist ein Speed-Knock, die geeignete Nocke für geübte Schützen und für Jagdpfeile, da sie beim Einnocken leiser sind als Snap-on-Knocks. Dieses Self-Knock wurde durch eine Hartholzeinlage verstärkt und hier wurde eine Einlage aus Büffelhorn in den Schaft eingearbeitet. Die Sehnenkerbe muss immer gegen die Holzmaserung angebracht werden. Auch eine Umwicklung aus Garn verstärkt den Nockschlitz. Um den Pfeil schneller zu stabilisieren, wird die Befiederung drallig aufgebracht, wobei die gerade Anbringung den Pfeil etwas schneller und leiser macht. Bevor man mit dem Bogenschießen beginnt, muss man überprüfen, ob man Rechtshand- oder Linkshandschütze ist. Das wiederum wird allein bestimmt von seinem sogenannten dominanten oder Zielauge. Halten Sie mit gestreckten Armen ein Stück Papier mit einem Loch in der Mitte vor das Gesicht und fixieren Sie durch dieses Loch hindurch mit beiden Augen einen Punkt der Wand. Führen Sie jetzt das Papier langsam an das Gesicht heran. Das Auge, vor das Sie das Loch automatisch gezogen haben, ist Ihr dominantes Auge. Ist es das rechte Auge, sind Sie Rechtshandschütze. Beim Bogenschießen muss der Pfeil möglichst nicht am dominanten Auge geführt werden. Das ist ein Flatbow. Die Wurfarme sind mehr breit und flach. Dieser Bogen wird über die Hand geschossen, das heißt, dass der Pfeil beim Rechtshandschützen links vom Bogengriff auf der Hand liegt. Dieser Bogen ist aus einem Stück gefertigt und die Wurfarme sind am Ende leicht recurved. Diese Bogen sind normalerweise zwischen 60 und 66 Zoll lang. Das ist ein sogenannter D-Flatbow. Er biegt sich auch im Griffbereich und stellt die einfachste Art von Bogen dar. Solche Bogen werden von vielen Naturvölkern benutzt.
Das sind zwei typische Flatbows, wie sie in der traditionellen Szene benutzt werden. Der linke ist aus Eibe gefertigt, der rechte, ein sogenannter Charakterbogen oder Snake, ist aus Osage Orange, wobei bei der Anfertigung der natürliche Wuchs des Holzes berücksichtigt werden muss. Das ist ein typischer englischer Langbogen im klassischen High-Stacked D-Profile der Wurfarme aus gewachsenem Eibenholz mit Splint- und Kernholz. Da Eibenholz relativ weich ist, sind die Enden mit Horntips versehen, die eine Beschädigung durch die Sehne verhindern. Langbogen sind normalerweise 66 bis 72 Zoll lang. Die folgenden drei Bogen sind laminierte Langbogen mit unterschiedlichem Wurfarmdesign: Reflex, Deflex und Reflex. Laminierte Bogen sind aus mehreren Holzlaminaten und einem Griffstück zusammengeleimt. Auf der Vorderseite und der Rückseite sind Fiberglasbeläge aufgebracht. Durch diese Bauweise sind laminierte Bogen wesentlich belastbarer als Bogen aus natürlichen Materialien. Auch ist ihre Leistung über viele Jahre hinweg konstant. Laminierte Langbogen haben meist eine Ablage, die in das Griffstück eingearbeitet ist, was das Abstimmen der Pfeile erleichtert. Das ist ein Reverse-Handle-Langbogen. Das Griffstück ist auf der Vorderseite des Bogens aufgeleimt. Dadurch ist ein Abknicken der Bogenhand nicht möglich. Der Bogen hat ebenfalls eine Pfeilablage. Zierverleimungen wie hier zu sehen haben die meisten Bogen, um im Tippbereich zusätzliche Stabilität zu erreichen. Das ist ein Semi-Recurve-Bogen mit leicht recurven Enden, die beim Schuss steif bleiben. Es ist der Vorläufer der Recurve-Bogen. Das ist ein sogenannter Traditional Style Recurve Bogen mit Working Recurves und Pfeilablage im Griffstück. Recurve Bogen sind je nach Einsatz- und Auszugslänge des Schützen 48 bis 64 Zoll lang. Dieser Recurve-Bogen ist die Weiterentwicklung der vorherigen Recurves. Er hat ein Schussfenster. Dadurch liegt der Pfeil meist auf der Mitte, was einen geringeren Pfeilreflex erzeugt. Der Griff ist als Pistolengriff ausgearbeitet, was eine gleichmäßige Positionierung in der Hand gewährleistet. Das ist ein Nachbau eines türkischen Composite-Bogens. Er war die Vorlage für die modernen, vorher gezeigten Recurve-Bogen. Früher wurden diese Bogen aus Holz, Sehne und Horn gebaut. Dieser Nachbau ist aus Fiberglas und Holz gefertigt. Die Sehne läuft von den starren Recurven über die Bridge, die Brücke. Diese verkürzt beim Abschuss die Sehne und minimalisiert zusätzlich die Oszillationsbewegung der Sehne. Bogen dieser Art werden in Ungarn gefertigt. Das ist ein Takedown-Recurve-Bogen, in diesem Fall bestehend aus 3 Teilen, den beiden Wurfarmen und dem Griffstück, in dem wiederum ein Bogenfenster sowie ein Pistolengriff eingearbeitet sind. Der Bogen hat im Fenster eine Pfeilauflage, die den Pfeil durch geringeren Widerstand schneller macht. Das ist ein Hair Rest, eine andere Art der Pfeilauflage. Das ist ein Tab mit Handgelenksriemen. Der Riemen unterstützt den Ablass. Dies ist die einfachste Variante eines Tabs. Bei diesem Tab mit einer Fohlenfellauflage ist zusätzlich ein Fingertrenner eingearbeitet, der verhindert, dass die Pfeilnocke zwischen den Fingern eingeklemmt wird. Die gebräuchlichste Art des Fingerschutzes ist der Schießhandschuh, da man damit die Hand völlig uneingeschränkt bewegen kann. Beim Abschuss soll der Pfeil in der Beuge des ersten Fingergliedes von Zeige-, Mittel- und Ringfinger liegen. Der Armschutz verhindert, dass die Sehne auf den Arm schlägt. Diese hier sind aus festem Leder gefertigt, was bei starkem Bogen eine Notwendigkeit ist. Da Recurve-Bogen einen höheren Sehnenstand haben, wird dieser Armschutz weiter hinten am Unterarm getragen. Der lange Armschutz hält auftragende Kleidung aus dem Weg der Sehne.
Das Sehnenauge der Sehne im flämischen Splice ist aus der vollen Strangzahl und damit stabiler als diese Endlossehne, deren Auge nur aus der halben Strangzahl besteht. Um ein Verdrehen der Wurfarme zu vermeiden, spannen wir unseren Bogen immer nur mit Hilfe dieser Spannschnur. Außerdem ist immer zu überprüfen, ob die Sehne nach dem Einspannen in der Mitte der Wurfarme liegt. Gegebenenfalls wird dann korrigiert. Zum Abspannen wird ebenfalls die Spannschnur verwendet. Um genügend Pfeile mitzuführen, benutzt man verschiedenste Köcher. Die Auswahl wird oftmals durch den Zweck bestimmt. Der Bogenköcher hat nur Platz für eine kleine Menge Pfeile, ist aber auch im dichten Wald sehr handlich und für die Jagd bestens geeignet. Ähnlich ist dieser Holsterköcher, wo ebenfalls die Pfeile fest fixiert sind und dadurch, wenn mit Jagdspitzen versehen, eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Wer mehr Pfeile benötigt, kann sich für einen Rückenköcher entscheiden. Der sollte eng am Rücken anliegen. Dieser Seitenköcher wird am Gürtel befestigt und an der Hüfte getragen. Traditionelle Bogen werden etwas seitlich, also nicht in der Mitte angefasst. Dadurch kommt der Pfeil besser aus dem Bogen. Der Bogenarm ist leicht angewinkelt, wobei der Kontakt mit der Sehne beim Abschuss weitgehend ausgeschlossen wird. Mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger formt man einen Haken. Daumen und kleiner Finger werden zusammengelegt, so greift man in die Sehne. Die effektivste Art, Bogen mit höheren Zuggewichten zu schießen, ist die Push-and-Pull-Schießtechnik. Man steht dabei parallel oder diagonal zur Schießlinie. Der Bogenarm liegt an der linken Hüfte, die Schießhand hält den Pfeil an der Sehne. Der Oberkörper schwingt leicht nach vorne in Richtung Ziel. Dabei drückt die Bogenhand den Bogen vom Körper weg auf das Ziel zu. Die Schießhand zieht und kommt diagonal über die Brust etwas langsamer nach oben. Erst im letzten Viertel des Auszugs zieht nur noch die Schießhand den Pfeil bis zum sogenannten Ankerpunkt. Beide Augen sind geöffnet und fixieren das Ziel. Der Zielvorgang geschieht schon beim Erscheinen des Bogens im Gesichtsfeld und dann wieder beim Ankern. Die Hand gibt mit dem Öffnen der Finger und einer Rückwärtsbewegung die Sehne frei und bleibt an der Wange, bis der Pfeil im Ziel auftrifft. Der gesamte Schießablauf sollte vom Spannen des Bogens bis zum Nachhalten rund und gleichmäßig sein. Mit der Push-and-Pull-Schießtechnik kann man mit entsprechender Übung auch im Knien, Liegen und Sitzen, aber auch in der Bewegung und auf bewegliche Ziele schnell und zielgenau schießen. Deshalb eignet sich diese Technik besonders gut für die Bogenjagd. Als instinktives Bogenschießen bezeichnen wir das Abschießen eines Pfeils, ohne dass ein bewusster Gedankengang vorliegt, wie man sein Ziel trifft. Ein Beispiel: Man nimmt einen Stein und wirft diesen nach einer Blechdose. Man konzentriert sich auf diese Dose und wirft, ohne zu überlegen, wie man die Hand oder den Arm bewegt. Man wirft einfach und folgt dabei seinem Gefühl. Nach ein paar Würfen wird man treffen. Das gleiche kann man mit dem Bogen machen. Wiederum konzentriert man sich auf das Ziel. Dann spannt man den Bogen und schießt den Pfeil. Nach einigen Schüssen wird man treffen. Die folgenden Studien habe ich beim traditionellen Rendezvous 2000 des TJBD aufgenommen. Die Schützen trafen sich zum traditionellen Bogenschießen im Gelände und schossen aus unterschiedlichen Entfernungen bis zu 30 Metern auf 3D-Scheiben und Silhouetten. Der jagdliche Parcours wurde mit Scheibenspitzen und Jagdspitzen geschossen, die ein unterschiedliches Flugverhalten haben. Diese Aufnahmen sind für uns eine wertvolle Hilfe, weil man in der Zeitlupe Dinge beobachten kann, die man in der Geschwindigkeit eines Schusses niemals erkennen könnte. Außerdem sehen wir, dass viele Schützen aus den unterschiedlichsten Gründen heraus viel tun müssten, um ihren Schießstil zu optimieren. Ein sauberer Schießstil bringt einfach bessere Ergebnisse.
Durch das Erlernen eines immer gleichbleibenden Schussablaufs und mit viel Training werden dem Unbewussten die entsprechenden Informationen geliefert, die notwendig sind, um Ziele in verschiedenen Entfernungen zu treffen. Hierzu sind Bogen notwendig, die den Pfeil auf einer relativ geraden Flugbahn halten, die Gewöhnung an eine und dieselbe Ausrüstung und vor allem die Benutzung gleicher Pfeile. Intensive Konzentration ist einer der Grundpfeiler für gutes Treffen. Howard Hill sagte einmal: Bohre mit den Augen ein Loch in die Stelle, die du treffen willst. Wie sehr das zu tragen kommt, sieht man an der Tatsache, dass man relativ kleine Ziele oft aus scheinbar unmöglichen Entfernungen heraus trifft, an großflächigen Zielen aus kurzer Entfernung aber vorbeischießt, da man sich durch große Flächen leichter ablenken lässt. Hier kommt die Zughand nicht gerade zum Ankerpunkt, sondern wandert von unten nach oben. Beim instinktiven Schießen sind beide Augen geöffnet. Damit ist das räumliche Sehen besser. Das Gehirn erstellt einen optischen Eindruck des gesamten Zielbildes im Verhältnis zum Unterarm. Das Abchecken der Entfernung übernimmt das Unterbewusstsein, was den Stress beim Schuss reduziert. Das Einzige, was bewusst fixiert wird, ist das Ziel. Die wichtigsten Elemente des Schussablaufs sind das Ankern und der Ablass. Der Ankerpunkt sollte so gewählt werden, dass der Pfeil direkt unter dem dominanten Auge zu liegen kommt. Als markanter Punkt im Gesicht bietet sich der Mundwinkel an. Der Mittelfinger ankert im Mundwinkel, wobei der Kopf noch zusätzlich etwas nach vorne auf die Sehne gelegt wird. Der Abstand vom Auge zum Pfeil ist so gering wie möglich. Da der Pfeil beim Schießen mit traditionellem Bogen direkt auf der Hand zu liegen kommt, ist er mehr oder weniger mein verlängerter Finger, mit dem ich auf das Ziel deute. Ja. Dieser Schütze wollte seinen Schießstil gefilmt haben, damit er mit Hilfe der Zeitlupe seinem Fehler auf die Spur kam. Er sah, dass der Zugarm nicht auf der Schusslinie war und der Ankerpunkt nicht erreicht wurde. Bei diesem Schützen erkennt man die große Konzentration auf das Ziel und sieht, wie der Ellbogen beim Auszug in einer Linie mit dem Pfeil nach hinten kommt.
Diese Schützen schießen mit einer Technik, die für das jagdliche Schießen nicht besonders geeignet ist. Sie heißt Schießen über den halben Pfeil. Bei diesem visierenden Schießen wird der halb ausgezogene Pfeil als Visierhilfe eingesetzt. Ungewöhnliche Schießpositionen sollten immer wieder geübt werden. Ein anderer Abschusswinkel kann die Ursache dafür sein, dass der Ankerpunkt nicht erreicht wird. Die Folge davon ist ein Tiefschuss. Hier sehen wir deutlich, wie die Schusshand das gesamte Bogengewicht zieht. Andrea zieht den Bogen von oben her, was ein Zeichen dafür ist, dass das Zuggewicht an der Grenze des Erträglichen liegt. Stefan vollführt enorme Schlenkerbewegungen, die das Treffen zu einem Lotteriespiel machen. Hier kommt Lisa nicht in den Ankerpunkt und löst den Schuss vorzeitig. Das kann daran liegen, dass für sie der Bogen zu stark ist. Ein weiteres Indiz für ein zu hohes Zuggewicht ist die Sichelbewegung des Zugarms. Beim Erreichen der Abschussposition sollen Pfeil und Ellbogen der Zughand eine Gerade bilden. Beim Schießen im Gelände ist es besonders wichtig, einen guten Stand zu suchen, damit man einen guten, fließenden Schussablauf durchführen kann.
Traditionelles Bogenschießen kann schon in jungen Jahren ausgeübt werden. Dieser Junge schießt für ein Kind schon sehr schön. Bei Kindern ist besonders darauf zu achten, dass das Zuggewicht des Bogens nicht zu hoch ist, da sonst das Erlernen eines guten Schussablaufs nicht gewährleistet ist. Niemals sollte die Schusshand beim Ablass zur Seite, nach oben oder unten weggehen. Beim sogenannten Walk-up müssen mehrere Scheiben in einer bestimmten Reihenfolge aus unterschiedlichen Distanzen innerhalb einer limitierten Zeit geschossen werden. Hierbei ist ein guter, schneller Schießablauf und entsprechende Konzentration von Vorteil. Sehen wir uns noch einmal den Bogenarm an. Er sollte leicht angewinkelt stehen. Wird der Bogenarm gerade durchgedrückt, so schlägt die Sehne auf den Arm. Das Resultat ist ein Fehlschuss. Durch das Wegdrücken des Bogens mit dem Bogenarm und dem gleichzeitigen Ziehen der Sehne mit der Schusshand wird die Kraft auf 2 Arme verteilt. Streckt man zuerst den Bogenarm vor und spannt dann, so muss der Schussarm die ganze Kraft aufwenden, um den Bogen auf Auszuglänge zu spannen. Beim Ablass werden die in der Sehne eingehakten Finger geöffnet und die Zughand gleitet etwas gerade nach hinten. Bei den vorangegangenen Aufnahmen konnten wir eine ganze Reihe von Schützen in den unterschiedlichsten Schusssituationen beobachten. Nur wenige von ihnen haben einen runden, sauberen Schießstil. Die häufigsten Fehlerquellen sind das Ankern und der Ablass, und das wiederum ist eine Folge von zu hohem Zuggewicht oder von zu wenig Training und Praxis mit zu starkem Bogen. Der Schießablauf sollte immer wieder selbstkritisch überprüft werden. Am Nockpunkt wird die gleiche Energie von beiden Wurfarmen auf den Pfeil übertragen. Sein exakter Sitz ist für treffgenaues Schießen äußerst wichtig und muss durch Einschießen ermittelt werden. Außerdem muss man für treffgenaues Schießen immer Pfeile verwenden, die auf den exakten Auszug des Schützen und an die Zugstärke des Bogens angepasst sind. Für gutes Treffen sind notwendig eine gut abgestimmte Ausrüstung, ein sauberer Schießstil und eine positive mentale Einstellung. Aber es macht unheimlich Spaß.